Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft & Nature. Heute begrüße ich euch zu einem Pre-Launch. Jawohl, ihr habt es richtig gehört, und zwar geht das um das neue Messer von Odenwolf. Odenwolf hat eine Kooperation mit mir eingegangen und war so nett, mir die Messer zur Verfügung zu stellen, damit ich euch die hier vorstellen kann für den Vorverkauf. Und sie waren sogar so spendabel, dass sie die gleich in allen Farben geschickt haben. Danke Odenwolf, also ich kann euch die wirklich in allen Farben zeigen. Ja, und dieses Messer möchte ich euch heute vorstellen. Ja, und hier ist nun das neue Odenwolf Messer, das Rudel. Ja, und das Rudel hat eine besondere Bewandtnis, weil es erinnert an das Wolfsrudel. Und zwar ist das hier ein besonderes Messer. Das Messer ist nicht vom Marketing entwickelt worden und entstanden, sondern das ist über eine Community-Umfrage von Odenwolf entstanden. Und hier sind die Meinungen von 3000 Usern mit eingeflossen, Verwendungszweck und so weiter. Diese Umfrage wurde per E-Mail und Instagram gemacht und daraufhin wurde dieses Messer hier entwickelt. Das Messer ist ab heute im Odenwolf Shop vorbestellbar. Meine Abonnenten bekommen einen Rabatt auch auf dieses Messer, 10%, aber nicht im Vorverkauf. Das ist dann, wenn der reguläre Verkauf beginnt. Ich schreibe aber alles unten in die Videobeschreibung. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Messer jetzt mal genauer an. Ja, geliefert wird das Messer hier in so einem Softcase, so eine Transportbox. Und das finde ich schon mal genial. Das ist der erste Clou, der mir an diesem Messer besonders gefällt. Und zwar hat das hier unten ein Zahlenschloss. Und ihr könnt diese Transportbox hier ganz einfach durch Einklicken, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, verschließen und mit einem Zahlencode blockieren. So könnt ihr das Messer gesetzeskonform transportieren. Es ist verschlossen, vor Zugriff geschützt. Das Messer ist übrigens auch 42a konform, da kommen wir aber auch noch zu. Ja, und jetzt habt ihr das hier praktisch vor unberechtigten Zugriff geschützt. Ich drehe jetzt den Code wieder rein. Zack, offen ist das Case. Ja, und dann kann man das Messer hier ganz normal entnehmen. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. Das ist wirklich gut durchdacht. Das Messer wird hier in so einer Kydex-Scheide geliefert. Hier könnte man auch noch einen Feuerstahl befestigen. Ja, und das Ganze kommt mit einem Tech-Lock hier. Der ist mit dran. Den kann man aber auch hier unten abschrauben, abmontieren, wenn man das nicht möchte. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ich bin nicht so ein Tech-Lock-Fan. Ja, und das wird noch mit einem Dengler auch geliefert. Der ist sogar mit einem Clips abnehmbar. Das heißt, ihr könnt das Messer jederzeit wieder abnehmen. Und hier die Scheide hat auch eine schöne breite Daumenrampe, wie man sieht. Man kann also das Messer hier wunderbar rausziehen, entnehmen. Ja, und so sieht das Messer aus. Das ist also ein typisches Bushcraft-Messer. Der Stahl, geht durch den Messergriff durch, ist also ein Full-Tank-Messer. Die Stahldicke hier ist 5 mm, also das ist schon ein ganz schöner Brecher. Ich habe das Messer jetzt mal am Gürtel festgemacht mit dem Dengler, damit ihr das mal seht, wie das hängt hier. Ja, und was sehr schön ist wirklich beim Greifen hier, ist wirklich diese Daumenrampe. Ihr könnt schön gegendrücken und das Messer, obwohl es sehr fest sitzt in der Scheide, kriegt ihr wunderbar raus. Das gleiche beim Reinstecken, ihr könnt hier auch ziehen. Jetzt ist das Messer wieder drin. Ich mache es nochmal und ihr habt ruckzuck Zugriff auf das Messer. Wieder rein. Ja, und was auch noch eine schöne Sache ist, finde ich, wenn ihr das Messer wirklich mal abhaben wollt, ihr könnt es hier wirklich klipsen und schon habt ihr das Messer lose, könnt es hier ganz einfach wieder reinstecken und schon ist das Messer wieder am Mann. Eine sehr gelungene Sache, gefällt mir. Der Dengler hat hier hinten auch eine große Durchführung, eine große Lasche. Ihr bekommt gut euren Gürtel durch und falls es nicht reichen sollte, ist das hier auch noch via Klett verstellbar. Also das ist von vorne bis hinten durchdacht, das Ganze. Das Messer wird es in 3 Farben geben, und zwar in Oliv, in Sand und in Schwarz. Der Fangriemen wird mitgeliefert, der ist aus Paracord und wird jeweils in der Scheidenfarbe mitgeliefert. Das heißt, das Messer bekommt ihr komplett so, wie es hier liegt. Okay, dann machen wir mal weiter mit den Daten vom eigentlichen Messer.
Das Messer ist aus einem rostträgen D2-Stahl gefertigt, ist hier schwarz brüniert. Ja, die Klingenstärke hier, also der Erl und die obere Kante vom Messer sind 5 mm, also das ist schon wirklich recht robust. Das ist ein robustes Buschkraftmesser. Das Griffmaterial hier ist aus G10, das ist ein Glasfaserverbundwerkstoff, der sehr fest und robust ist. Und die Klingen sind auch hier verschraubt mit Torx. Das heißt, ihr könnt die Klingen auch abschrauben. Da ist so ein kleiner Torx, ist mit bei hier in der Packung. Ja, und die Maße sind hier also von der Klinge sind 11 cm, ist also 42a konform. Der hintere Teil hier, das sind 13 cm. Und die Griffmulde, die ist 10 cm hier drin. Also da könnt ihr auch schon mit einer breiten Hand schön reingreifen. Das Messer liegt gut in der Hand. Das Messer wiegt 357 Gramm. Komplett mit Scheide hier und Tech-Lock und so weiter habe ich ein Gewicht gewogen von 527 Gramm. Die Klingenform ist eine Drop-Point-Klinge. Hinten am Griffende habt ihr hier eine schöne breite Durchführung fürs Lanyard. Und wie ihr seht, ist der Griff hier auch so gearbeitet, dass wenn ihr da hinten drauf schlagen wollt, dass das Lanyard hier weg ist. Also man kann jetzt hier das Messer zum Beispiel eintreiben, wenn man irgendwas spalten will. Ich hau mal drauf. Wie ihr seht, es kommt nicht auf den Griff. Also das Lanyard wird auch nicht beschädigt. Das ist auch sehr durchdacht. Ja, so viel zu den Daten von dem Messer. Wem das zu schnell ging, ich schreibe alles nochmal genau unten in die Videobeschreibung. Auch den Link zum Odenwolf Shop, da könnt ihr das zur Not auch nochmal nachschauen. Okay, dann würde ich sagen, werden wir das Messer jetzt mal in der Praxis testen. Ich will heute mal eine Fichtenstange noch entasten, weil das ist schon ein ganz schöner Brecher. Ich denke, da kann man auch gut so mit hauen. Das werden wir aber gleich testen. Ja, dann will ich noch ein bisschen Holzbaton schnitzen und ein Feuer entfachen und mir einen kleinen Kaffee kochen. Legen wir mal los. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Farben sind wirklich alle gelungen. Ich bin am Überlegen, welches Messer ich mir jetzt rauspicke. Ich denke, ich nehme mal das Olivschwarze. Damit werde ich jetzt mal arbeiten. So, ich habe jetzt hier mal ein Stück Fichtenstange gefunden. Totholz ist zwar feucht vom Boden, also ein Feuer können wir damit nicht machen, aber ich will jetzt erst mal sehen, wie sich mit dem Messer hier die Äste entfernen lassen, weil das ist wirklich schon ein ordentlicher Brecher. Schauen wir mal. Oh, wunderbar. Oh, wie ihr seht, das geht richtig gut. Ja, das geht wunderbar. Da kann man sich wirklich, wow, das geht rein. Da kann man sich dann wirklich eine Axt schenken. Wunderbar. Entastet. Schauen wir uns die Klinge mal an. Nein, da hat es keine Ausbrüche. Andere Seite. Nein, keine Ausbrüche. Hat dem Messer gar nichts gemacht. So, ich habe mir jetzt hier Holz zum Batonieren geholt für meinen Hobokocher, damit ich nachher einen Kaffee machen kann. Ja, dann schauen wir mal, wie das mit dem Messer geht. Die Daumenrampe lässt sich übrigens auch wunderbar mit einem Handschuh bedienen, habe ich gerade festgestellt. Ja, dann schauen wir mal, wie das Messer spaltet. Ja, wunderbar. Das macht sich auch sehr gut. Ich habe es mir fast gedacht. Es ist ja auch recht dick. Das Holz ist übrigens noch frisch hier. Das können wir wahrscheinlich nicht benutzen. Aber wie ihr seht, geht das wunderbar. Und durch ist es. Ja, perfekt. Jetzt nehmen wir mal noch einen etwas größeren. Hier oben sind noch Astlöcher mit drin. Wollen wir mal schauen, wie das geht. Das ist jetzt schon
heftig. Ja, das ist ein richtiger Test. Mein lieber Scholli, der ist hart. Boah, seht ihr, wie das Messer da drin steckt? Wow. Da muss ich hier wirklich auf die Spitze. Das gefällt mir nicht. Macht man nicht. Boah, ist das ein Klopper. Aber da muss es jetzt durch. Seht ihr das, wie fest das ist? Ist ja der Wahnsinn. Jetzt ist es durch. Wow. Junge, das war jetzt eine harte Nummer, aber hier unten, da sitzen die. Aber das Messer kriegt das auch durch. Also, wie ihr seht, kein Problem. Aber das ist jetzt wirklich richtig hardcore hier. Wow, richtig zähes Holz, aber es geht. Wunderbar. Junge, das war ein zähes Stück Holz, aber ist ja gut für unseren Test. So, ich werde mir jetzt aber noch kleinere Hölzer spalten für mein Hobo, weil das Zeug ist mir zu groß. Jetzt mache ich noch ein paar kleine Hölzer und dann können wir mal mit dem Feuerstahl versuchen, den Hobo anzumachen. So, das ist dann schon eher so das Kaliber von meinem Hobo. Ja, das ist natürlich sofort durch, ist klar. Aber gut, sind ja auch 5 mm Stahl. Also der hat schon eine ordentliche Spaltwirkung. Ist heute hier gar nicht so einfach, trockenes Holz zu finden. Mal sehen, ob das klappt. Also wie ihr seht, das macht sich sehr gut. Das Messer spaltet, es tut das, was es machen soll. So sieht das Messer nach dem Batonieren aus. Alles heile überstanden. Jetzt will ich noch einen kleinen Schnitztest machen, ob man damit auch fein arbeiten kann. Bisschen Kienspan hier runterschneiden. Das geht sehr gut. Ja, ja. Also ist sehr scharf, schneidet sich gut. Okay. Okay, jetzt testen wir mal das Messer mit dem Feuerstahl und dem Klingenrücken, ob das auch vernünftig Funken macht. Ein Feuer mache ich jetzt noch nicht. Ich setze mich dann ins Lager. Ich will mir noch einen Kaffee machen. Ich mache mir dann da das Feuer an. Aber ich will jetzt erstmal sehen, ob das Messer vernünftig Funken schlägt. Schauen wir mal. Ja, wunderbar. Also, das funktioniert auch. Okay, dann würde ich sagen, ziehe ich jetzt mal um in mein Lager und koche uns mal einen Kaffee. Also das mit dem abnehmbaren Dengler, das gefällt mir sehr gut. Jetzt, wo ich mich ins Lager gesetzt habe, kann ich es ganz einfach abnehmen. Also das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Übrigens ist hier noch ein Detail, das hatte ich vergessen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es hier vorne seht. An der Scheide, da ist auch ein Loch, damit euch das Wasser dann wieder rausläuft und dass ihr die auch besser reinigen könnt. Okay, dann machen wir jetzt mal den Hobo an. Ich hoffe, das nasse Holz brennt. Ist jetzt nicht so doll, aber heute ging es ja mehr ums Messer wie ums Buschkräften. Das brennt, das klappt. So, dann wollen wir mal gucken.
Mal hier Holz rein. Ist halt ein bisschen feucht. Hier hat es viel geregnet. Aber ich hoffe, das geht auch so. So. Okay. Ja, wie ihr seht, qualmt. Ich habe es befürchtet, das hat hier geregnet. Das Holz ist alles auf dem Boden gelegen. Das war sehr feucht. Ich hoffe, ich kriege meinen Kaffee trotzdem irgendwie hier hin. Ja, und nun noch ein kleines Fazit, ein Eindruck, den ich von diesem Messer habe. Also es ist ein sehr, sehr robustes Messer, das muss ich schon sagen. Es hat auch ein ordentliches Gewicht. Ich werde für mich persönlich hier noch den Tech-Lock abmontieren und mir noch einen Feuerstarter hier unten ranmachen. Und den Dengler benutzen, das gefällt mir wesentlich besser mit dem Dengler. Ich finde es einfach jetzt auch hier im Lager super praktisch. Man klipst es einfach ab, man hat es im Lager, braucht man es nicht mehr. Klippt man es wieder ran, hat es am Mann. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, und das Messer an sich ist wirklich gut verarbeitet. Es ist robust. Ich habe keine Ausbrüche feststellen können. Ich werde es jetzt aber auch weiterhin testen. Ich nehme es jetzt immer mit. Falls da noch irgendwas auftreten würde, würde ich euch davon berichten. Ja, also wie gesagt, ein sehr schönes Buschkraftmesser. Ich finde, es ist sehr gut. Es ist sehr gelungen. Es ist sehr gut und gut gelungen. Ja, vielen Dank auch nochmal an die Firma Odenwolf, die mir das Review hier ermöglicht hat. Vor allen Dingen auch nochmal hier mit den ganzen Farben in allen Varianten. Also die haben sich da wirklich nicht lumpen lassen. Ja, wenn euch das Messer interessiert, schaut gerne in den Odenwolf Shop. Da ist der Vorverkauf. Da könnt ihr so ein Messer schon bestellen. Wie gesagt, mein Rabattcode gilt noch nicht. Wenn das Messer offiziell in den Verkauf geht, dann könnt ihr mit meinem Rabattcode auf das Messer 10% einsparen. Ja gut, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich werde mal versuchen, meinen Kaffee hier irgendwie heiß zu bekommen. Verabschiede mich an dieser Stelle von euch und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Ciao, tschüss.